Einsatzmöglichkeit für den Schneidplotter ist die Gestaltung eines Notizbuches. Ich werde jetzt aus diesem schwarzen Notizbuch ein selbstgestaltetes, beschriftetes Skizzenbüchlein machen. Und im Anschluss gibt es dann noch einen Dirty Trick für die Gestaltung eines Marmeladenglases. Im Grunde ein ähnlicher Arbeitsablauf, aber beim Beschriften von Glas gibt es noch besondere Dinge zu beachten. Ich habe mein Motiv entworfen und als Vektorgrafik abgespeichert. Um es nun zum Schneidplotter zu schicken, öffne ich es in CorelDRAW. Das ist das Programm, das mit dem Schneidplotter kommuniziert. Hier ist ganz wichtig, dass ich alle Linienstärken noch auf Strichbreite H-Linie umstelle. Das kann ich im rechten unteren Bildbereich. Denn nur H-Linien werden vom Schneidplotter erkannt und auch tatsächlich geschnitten. Wenn das passiert ist und mein Motiv die richtige Größe und Ausrichtung hat, kann ich schon zum Drucker gehen. Ich gehe auf Datei Drucken, stelle mir den Schneidplotter als Drucker meiner Wahl ein und check nochmal die Grundeinstellungen, ob da alles passt. Wichtig ist eben auf Geschwindigkeit und Messerdruck zu achten. Die entsprechenden Werte finde ich im Wiki des Happy Lab. Die Papiergröße wird nochmal kontrolliert und nötigenfalls eingestellt und das Ganze dann bestätigt. In der Druckvorschau habe ich dann noch den letzten Blick, wo mein Motiv am Material platziert wird. Das kann ich mir noch sinnvoll verändern, da mein Schneidsstartpunkt im linken unteren Bereich ist, werde ich mein Motiv auch hier platzieren. Und dann kann ich den Druckauftrag starten. Bevor ich nun den Druckauftrag losschicken kann, muss ich das Material in den Schneidplotter einspannen und das Gerät anschließend aktivieren. Das Motiv ist nun fertig geschnitten und kann entgittert werden. Für den nachfolgenden Schritt habe ich vorbereitet Transferfolie. Sie hilft uns beim Übertragen des Motivs aufs Notizbuch. Das Motiv ist jetzt entgittert. Um es gut platzieren zu können, nehme ich noch eine Transferfolie zur Hilfe. Von der wird das rückseitige Papier abgelöst. Und die Transferfolie vorsichtig auf meinem Motiv platziert. Ich kann jetzt den rückseitigen Karton der Klebefolie abziehen. Und mein Motiv aufbringen.
Das Notizbuch ist jetzt fertig beklebt. Im Grunde kann man ganz ähnlich arbeiten, auch auf anderen Oberflächen als Papier und Karton, zum Beispiel auf Glas. Hier gibt es noch einen speziellen Trick zum Übertragen von Klebefolie auf Glas. Empfiehlt es sich, das Glas ein wenig anzufeuchten vor dem Transferprozess. Ich bereite jetzt noch den Schriftzug vor mit der Transferfolie. Die Oberfläche des Glases einfach satt feucht machen, nass machen. Das hat den Sinn, dass das Motiv dann noch am Glas verrutscht und neu positioniert werden kann. Es hat sich jetzt ein sanfter Wasserfilm gebildet. Das macht es möglich, die Schrift nochmal ordentlich auf ihre Zielfläche zu bringen. Der nächste Schritt, bzw. der letzte Schritt ist dann, das Wasser aus der Folie rauszuquetschen. So, das Marmeladenglas ist fertig. Die Geschichte mit dem Wasser ist insbesondere sinnvoll, wenn man zum Beispiel auf Fensterflächen arbeitet, also für großflächigere Anwendungen. Beim Marmeladenglas selbst wäre es nicht unbedingt notwendig.